Soll der digitale Yuan in China Vorbild werden für den digitalen Euro? Bemerkungen von Christine Lagarde legen das zumindest nahe. Details dazu wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Im Juni 2025 gab EZB-Präsidentin Christine Lagarde der Xinhua News Agency, der offiziellen staatlichen Presseagentur der Volksrepublik China, ein Interview zum Thema CDBC. Ihr wisst ja wahrscheinlich, China ist schon seit etlichen Jahren dabei, eine solche CDBC hier regional und im großen Umfang zu pilotieren. Dabei wurde sie gefragt, warum sie den digitalen Euro befürwortet, und hat darauf geantwortet, dass der Bedarf danach einfach seitens der Bevölkerung so groß sei. Die Europäer würden gerne digital bezahlen. Man will nicht mehr in Cash bezahlen, wenigstens die meisten Menschen, so sagte sie es, sondern man möchte digital bezahlen, deswegen der digitale Euro. Dann fügte sie noch eine kleine Anekdote hinzu und sagte, dass sie mit der Planung für den digitalen Euro übrigens nach ihrem letzten Besuch in China begonnen haben. Das ist ja schon mal eine interessante Bemerkung. Wenn man da mal ein bisschen weiter danach schaut und ein bisschen tiefer reinschaut, dann findet man auch ein Video von 2021 von einer Pressekonferenz, wo sich hier Christine Lagarde relativ positiv zum digitalen Yuan in China äußert. Sie sagt so ungefähr, dass hier diese Digitalwährung in China und die Einführung ein positives Beispiel wäre, um hier Leadership in diesem Bereich zu zeigen. Sie sagt, dass die CDBC in China eben in großem Umfang, auf großem Level getestet wurde mit vielen Millionen von Benutzern und natürlich auch kleinen und mittleren Unternehmen. Und eine ähnliche Strategie will sie wahrscheinlich auch hier für den digitalen Euro implementieren. Also, wie gesagt, sie hat natürlich jetzt nicht explizit gesagt, dass hier die CDBC in China jetzt als Template hier verwendet wird für den digitalen Euro. Aber sie hat sich doch im Großen und Ganzen recht positiv hier zu der digitalen Währung in China geäußert. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja alles Diplomatie, so machen das Politiker eben. Nun, aber jemand in ihrer Funktion muss natürlich hier sehr vorsichtig sein, denn sie spricht ja hier nicht als Diplomat oder als Botschafter, sondern tatsächlich als die EZB-Präsidentin und als diejenige, die hier letztlich federführend für die Geldpolitik in der Europäischen Union verantwortlich ist. Und da ist es natürlich schon bedenklich, wenn sie hier den digitalen Yuan in China letztlich als etwas hochhebt, das positiv ist oder zumindest nicht die sehr negativen Seiten benennt. Sie ist ja doch immer sehr schnell zu behaupten, zum Beispiel, dass der digitale Euro hier nicht programmierbar sein soll. Die chinesische CDBC ist programmierbar. Ich werde dir einen Bericht hier einmal zur Verfügung stellen, per Link in der Videobeschreibung, eines amerikanischen Institutes. Hier wurde genau untersucht, wie im Grunde genommen die Digitalwährung in China verwendet werden soll, um hier eben die absolute Kontrolle über die Bevölkerung weiter auszubauen. Also Dinge zum Beispiel, dass Geld verfällt, Geld programmiert werden kann, dass man natürlich jede einzelne Transaktion überwachen kann, Integration mit Social Credit etc. pp. Ja, also das sind schon alles sehr bedenkliche Entwicklungen. Man findet dort auch zum Beispiel Erfahrungsberichte dann von einzelnen Staatsangestellten in China, die hier betroffen waren von dieser Einführung des digitalen Yuan. Ja, das heißt also, hier wurden sie nicht danach gefragt, wurde einfach mitgeteilt, also ab morgen bekommst du dein Gehalt nicht mehr traditionell bezahlt, sondern hier in dieser neuen Digitalwährung. Man hatte hier keine Wahl. Auch Unternehmen in China werden zur Akzeptanz gedrängt, aber tatsächlich meiden viele Chinesen diese Währung und bezahlen lieber weiter mit WeChat Pay und Alipay. Wo es möglich ist, wird eben die Digitalwährung vermieden. Tatsächlich ist also meiner Meinung nach das chinesische Modell ganz klar ein Modell für autoritäre Kontrolle und im Grunde genommen ein gefährlicher Export für andere Länder. Wenn es also wirklich stimmt, was Lagarde immer sagt, dass sie hier sich an demokratischen, freiheitlichen Prinzipien orientiert, dass sie nicht die Bevölkerung überwachen will, dass man Bargeld nicht abschaffen will, dass es nicht um Kontrolle geht, dass jeder seine Freiheit behält und so weiter und so fort, dann ist das ja hier ein direkter Gegensatz im Grunde genommen zu dem chinesischen Modell. Der Unterschied ist nur, jeder weiß, dass das chinesische Modell so konzipiert ist. Die Chinesen sind da relativ offen. Die Infrastruktur ist dafür gebaut und der chinesische Staat lässt keinen Zweifel,
worum es ihm eigentlich geht bei der Einführung dieser Digitalwährung. Aber während in der Europäischen Union diese Diskussion ja an den Rand gedrängt wird oder man hier sozusagen sehr klar verneint, dass es genau um diese Ziele geht. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man hier natürlich weiterhin beobachten muss. Ja. Du kannst dich erinnern, wir haben schon andere Videos zu dem Thema gemacht. Jetzt im Oktober 2025 läuft die Evaluationsphase ab zum digitalen Euro. Die hat 2 Jahre lang gedauert. Erste Piloten sind dann angekündigt für 2026, Ende 2026. Vielfach wurde ja hier kolportiert, dass die digitale Euro jetzt schon im Oktober 2025 eingeführt werden soll. Das ist natürlich nicht korrekt. Das stand auch nie zur Debatte. Aber Lagarde arbeitet eben weiter mit Hochdruck an diesem digitalen Euro. Es ist ja auch klar, warum. Die USA haben sich entschieden, zunächst keine Digitalwährung aufzulegen. Hier sollen Stablecoins letztlich verwendet werden, aber keine staatliche Währung, also eine Privatlösung, was ich eigentlich ehrlich gesagt für den besseren Weg halte. Interessanterweise hat sich ja vor kurzem Lagarde auch gegen Stablecoins ausgesprochen. Also jede private Initiative, alles bei dem hier die Gefahr besteht, dass letztlich dem Staat die Kontrolle entrissen wird, ja, über das Geld und letztlich auf den Bürger übergeht, das kann sie natürlich überhaupt nicht ab. Das will sie auf jeden Fall vermeiden. Also, die EU sieht hier die Chance, jetzt in die Bresche zu springen, letztlich hier die erste große CBDC in der westlichen Welt sozusagen aufzulegen. Und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass man mit Hochdruck daran weiter arbeitet. Die offiziellen Beschränkungen hatte ich ja vorhin schon erwähnt, also Bargeld soll nicht ersetzt werden, der digitale Euro soll nicht programmierbar werden und so weiter und so fort. Aber ich hatte ja auch schon in anderen Videos gesagt, dass es nicht wirklich klar ist, dass das bei Design so ist. Also ist die Software, die ja den digitalen Euro steuert, wirklich so konstruiert, dass zum Beispiel eine Programmierung des Geldes nicht möglich ist? Oder sind diese Funktionen einfach deaktiviert? Und wenn dann eine zukünftige Verwaltung hier an die Macht kommt in der Europäischen Union, kann sie also die gesetzten Ziele jederzeit wieder verwerfen und auf einmal sagen, jetzt möchten wir gerne das Geld programmierbar machen. Ähnlich zum Beispiel wie eine Geldkarte für Asylbewerber, wo man dann steuern kann, was die genau damit bezahlen können, wo sie bezahlen können, dass das Geld verfällt und so weiter und so fort. So, was kannst du jetzt machen? Wie kannst du dich hier vor dem digitalen Euro schützen? Die Frage ist, können wir uns hier vor CBDCs überhaupt schützen? Können wir unser Vermögen hier davor bewahren? Nun, ein einfacher Weg wäre zum Beispiel, dein Vermögen in den USA anzulegen, in US-Dollar. Dann bist du zunächst mal nicht von CBDCs betroffen. Aber natürlich, ich will jetzt hier nicht den US-Dollar unbedingt als Währung empfehlen. Dieses Geldsystem hat dann seine eigenen Probleme. Dann kommt man dann vielleicht vom Regen in die Traufe. Krypto ist natürlich eine Möglichkeit. Bitcoin kann man machen. Schweizer Franken wäre eine Sache. Die Schweiz ist ja nicht in der EU, wobei man sagen muss, auch die Schweiz ist sehr stark hier dabei, eine Digitalwährung zu forcieren. Und dann gibt es natürlich jede Menge anderer Währungen, noch kleinere Länder, die jetzt nicht die Mittel haben, hier jemals eine Digitalwährung einzusetzen. Das Wichtigste ist also im Grunde genommen, schützen kannst du dein Vermögen natürlich, indem du jetzt Vermögen aufbaust, das außerhalb der EU ist und insofern schon mal nicht vom digitalen Euro betroffen sein wird, zumindest nicht direkt. Wenn du in der EU wohnst, dann bist du natürlich auch vom digitalen Euro betroffen, wenn dieser denn einmal eingeführt werden sollte. Manche sagen 2028 könnte das der Fall sein. Du hast also noch ein wenig Zeit. Das heißt, bis dahin könntest du dir also letztlich hier eine zweite Identität im Ausland aufbauen, Konten im Ausland verwenden. Schweiz hatte ich schon als Beispiel genannt, USA hatte ich als Beispiel genannt, Singapur könnte man als Beispiel nehmen, Georgien könnte man als Beispiel nehmen, Serbien, da gibt es also alle möglichen Länder. Aber wie gesagt, man muss natürlich realistisch sein und sagen, auch diese Länder haben dann wiederum ihre eigenen Risiken. Aber Vermögen jetzt zu diversifizieren ist natürlich ein guter Schritt. Und wer es wirklich ernst meint, der wandert aus. Das ist ganz klar. Wir haben sehr viele Mandanten, die auswandern. Die wandern aus, genau aus solchen Gründen. Da gibt es jetzt keine spezielle Maßnahme wie den digitalen Euro, dass man nur alleine deswegen auswandert. Aber das ist eben dann sozusagen das Zünglein an der Waage. Also ein weiterer Grund im Grunde genommen, die EU zu verlassen, weil man sich einfach nicht mehr wohlfühlt mit diesem Überwachungsstaat. Man weiß zwar nicht genau, was passiert, wie schnell es passiert und so weiter und so fort, aber man ahnt da Ungemach. Man hat da nicht das Gefühl, dass sich die EU in die richtige Richtung bewegt. Und wenn man dann hier solche Kommentare zum Thema China liest, dann läuft es einem ja sowieso schon
den Rücken eiskalt herunter, muss man sagen. Denn dann sieht man ja, wie Frau Lagarde hier im Grunde genommen wirklich denkt und was ihr so als Vision vorschwebt, auch wenn sie es öffentlich nicht so sagt und auch wenn ich jetzt nicht sagen möchte, dass der digitale Euro nicht 1:1 natürlich vergleichbar ist mit einer chinesischen Digitalwährung. Aber es geht eben so um das ungute Gefühl, das man hat. Solche Entwicklungen sind ja immer schleichend. Meistens kommt es hier nicht zu einer Revolution, sondern es ist alles eine Evolution. Du bist sozusagen der Frosch, der im Wassertopf sitzt und man die Temperatur so langsam aufdreht, ja. Und du musst halt einfach so schnell wie möglich rausspringen, weil es wird einfach alles nur schlimmer. Je länger du da bleibst, desto mehr Daten werden über dich gesammelt. Die werden dann in Zukunft hier mit KI analysiert. Da kann man dann noch mehr Geld aus dir rausbekommen, noch mehr Steuern. Man kann möglicherweise Verhalten von dir identifizieren, was nicht konform ist, dir dadurch Probleme verursachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal KI hier kombinieren mit der CBDC-Idee, dann sind ja da tatsächlich doch wirkliche Horrorszenarien denkbar, die hier keiner gut heißen möchte. Und das sind einfach die Trends, ja, die hier in Bewegung gesetzt wurden und denen wir uns ausgesetzt sehen. Ja. Das Beste also, was du tun kannst, ist, dich zu informieren, da natürlich darauf aufpassen, dass du nicht hier irgendwelchen Schwindlern auf den Leim gehst und irgendwelchen Fake News. Da gibt es leider dazu jede Menge zu diesem Thema. Bestes Beispiel ja die Einführung des digitalen Euro zum Oktober 2025. Totaler Quatsch, hat nie jemand gesagt und wurde dann hier allgemein verbreitet, um Panik hier auszulösen. Und es wäre natürlich fatal, wenn du dann darauf hereinfällst. Nehmen wir einmal an, du glaubst wirklich, dass der Euro kommt dann zum Oktober 2025, würdest jetzt alles verkaufen, was du im Euroland hast, ja, nur um dann festzustellen, dass das viel zu früh war und ein panikartiger Verkauf war. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Also informiere dich, dann überlege dir deine Strategie, überlege dir, will ich zum Beispiel auswandern, will ich einen Plan B im Ausland etablieren, wie kann ich mich schützen vor Steuern, wie kann ich mich schützen vom digitalen Euro, wie kann ich meine Vermögen diversifizieren. Gute Idee zum Beispiel auch zu einem unserer Events zu kommen, zu einem unserer Seminare, wo wir laufend drüber reden und dann auch über Themen wie zum Beispiel hier natürlich Auswanderung, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigung in Ländern, die sehr weit weg sind, Südamerika, Asien zum Beispiel. Also das können natürlich sehr interessante Alternativen für dich sein. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, dann würde ich mich freuen, natürlich auch ein Beratungsgespräch mit dir zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als es genau mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich habe schon vor 25 Jahren die EU verlassen und bereue es nicht. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Damals gab es noch keinen digitalen Euro, noch keinen automatischen Informationsaustausch. All diese Dinge gab es nicht, aber ich habe schon damals gewusst, dass das Ganze hier in die falsche Richtung läuft. Und ich bin froh, dass ich damals diesen Schritt gemacht habe, mit einer ganz kleinen Akte nur bei den Finanzbehörden, bei den deutschen Behörden. Denn wie gesagt, als ich weggegangen bin, war ich jung, arm und erfolglos. Da gab es nicht viel über mich zu berichten und hier Daten auszutauschen. Und ich bin froh, dass ich praktisch mein ganzes Erwachsenenleben im Ausland zugebracht habe. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserem Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.